Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir schauen uns an die Veränderungen der nächsten 14 Tage für das Kollektiv. Und ich bin gespannt, was ansteht, welche Energien hier verfügbar sind. Herzensangelegenheiten. Eine Zeit, in der wir sehr mit unseren Wünschen konfrontiert sind oder unsere Sehnsüchte oder der Herzensbereich eine Erweiterung braucht. Möglicherweise ist der eine oder andere dazu auch unterwegs, also sprichwörtlich auf der Erde, um sich etwas durchzusetzen oder zu erfüllen. Es kann für einen oder anderen auch sowas sein wie eine Reha oder Wellness. Alles, was man hier anstrebt, irgendwie, für das man sich einsetzt oder unterwegs ist, wird auch langfristig dienen, langfristige Ziele ermöglichen. Ja, das ist ein bisschen konfus alles. Hier ist sehr vieles zu sagen. Ich muss erst mal gucken. Also hier ist es im Prinzip so, dass man unterwegs ist, sich Dinge umzusetzen, die dem Leben dienen, der Vitalität. Ja, eine Energie mildern, die sehr stressig oder aufregend ist. Kommunikation scheint hier zu sein, die auch emotionale Sachen, ich sage mal, hochholt. Man guckt hier sehr auf das Feld, das einen emotional umgibt und auf das, was man mit Herzen noch macht oder wo man sagt, hier geht etwas gewaltig in eine falsche Richtung rein. Es ist auch eine Zeit, wo das Thema Vertrauen ins Leben abgefragt wird und wo sich ein paar Konflikte zeigen, das muss ich ehrlich sagen. Und das findet hier auf einer Ebene statt, wo man sich fragt, ist das nötig oder nicht. Ich habe das Klären von Dingen im finanziellen und im verbindlichen Bereich. Hier kommt etwas in Bewegung, was vielleicht auch, ich sage mal, mit emotionalen Abhängigkeiten zu tun hat oder ja, wo man so diese seelische Kreisläufe hat, die immer wieder die gleichen Emotionen hervorrufen, aber man kommt irgendwie nicht dagegen. Hier ist im Haus des Neubeginnes die Veränderungskarte drin. Es sind aber auch Konflikte mit vielen Themen, die aus dem Umfeld wirken. Und im Prinzip ist es so, dass es eine Bewegung ist, wo man sich rausdreht. Ne? Man dreht sich raus, man wendet sich was anderem zu als immer nur den Hindernissen. Man möchte mal seine eigenen Dinge verfolgen, seine Herzensangelegenheiten umsetzen und sich nicht immer nur Gedanken machen, wir liegen hier im Hause des Turmes. Ne? Wir nehmen uns zurück, wir gucken auf uns, wir lassen uns auch vom Außen nicht immer rausscheppern. Und es kann sogar sein, dass der eine oder andere sagt, ich fahre jetzt mal eine Woche weg oder ich nehme mich mal komplett raus oder ich bin einfach nicht erreichbar. Ne? Wir sehen, wir haben ganz schön ordentlich was im Rücken hängen hier. Hindernisse, Unsicherheiten. Und genau da soll die neue Tür aufgehen. Ne? Es soll eine Veränderung geben, die macht man für sich selbst, für sein eigenes Leben, für sein eigenes emotionales Gerüst.
Hier werden sehr viel falsche Richtungen klar. Und zwar kommen die nicht nur von uns, sondern die kommen hauptsächlich durchs Umfeld, durch die anderen, durch die Menschen, die uns umgeben oder die uns beschäftigen. Und ich habe hier echt eine krasse Wende für uns drin. Hier ist ein großes Gespür dafür, was endgültig weg kann, ne? Was immer schon in die falsche Richtung läuft, wo man nichts mehr dazu sagen will und wo man im Prinzip sein eigenes Herz verkauft, um das alles, ich sag mal, um das der Laden läuft. Ne? Das Unterwegssein zu sich selber, Richtungswechsel, nicht mehr mitnehmen lassen in die Dramen von anderen oder in, ihr kennt es doch, ihr seid gut drauf, jemand kommt in den Raum und hat schlechte Laune, bam, ne? Ist alles weg. Und es geht hier sehr viel um das Thema, wie halte ich meine Energie hoch, wo ist die Lebenslektion, die ich noch nicht verstanden habe, warum komme ich immer wieder in diese Kreisläufe rein oder mich nehmen die Schatten der anderen auch mit. Wo läuft etwas bei anderen nicht, das mich mitnehmen kann oder soll, ne? Und wo nehme ich mir das auch an, also wo ziehe ich mir den Schuh an. Wir haben hier Nachrichten, die Klarheit bringen. Das kann jetzt sein, dass das ein Feld von Emotionen betrifft, ne? Dass man sich fragt, welche Hindernisse sind das eigentlich, die sich für mich über den psychischen, seelischen, emotionalen Bereich runterreißen oder in die Gedankenlastigkeit bringen. Und ich habe hier eigentlich was Schönes, ne? Wenn wir hier im Rückzug sind oder uns auf uns fokussieren, wir haben im eigenen Haus die Sonne drin, dann ist es hier auch möglich, ein Geschenk zu haben, das etwas Neues entstehen lässt. Das kann jetzt hier in den Familien sein oder auch zwischen, die Paare gucken sich hier an. Es geht unter Umständen auch um Entscheidungen, die ein Gegenüber zu treffen hat. Oder wo auch ein Kampf beendet wird, ein Umweg weggelassen wird. Oder tatsächlich kann es auch sein, dass da mal die Hütte rappelt. So, dann habe ich eine kreative Energie, die wir für unsere Ziele brauchen könnten. Es geht um viele finanzielle Dinge hier auch in diesem Blatt mit. Wir haben Haus, Ämter, Behörden, finanzielle Verbindlichkeiten, Verstrickungen finanzieller Art und auch Hindernissen, also dass das Geld nicht so fließt im Moment, wie es soll, oder dass Verzögerungen da sind. Kann auch sein, dass irgendetwas etwas mehr kostet, als wir es vermuten. Hier stehen Entscheidungen an. Die Entscheidungen werden so sein, dass sie erstens mal uns betreffen, eventuell unsere Kinder oder unsere Neubeginne. Und das sind krasse Wechsel im Leben, ne? Also hier sind Einschnitte, die sind ein bisschen vom Schicksal so gewollt, um zu gucken, bleiben wir in unserem Gleichgewicht. Es kann auch sein, dass wir eine völlig neue Richtung nehmen, weil uns die Dinge klar sind. Familienthemen sind hier auch mit dran, Familiengeheimnisse, Sachen, die wir gut bearbeiten können, dann werden sich unsere Wege hier auch lohnen. Das Schicksal stellt ein bisschen das Gefühl, wie safe fühle ich mich, wenn ich neue Wege gehe auf den Plan, aber auch ist hier sehr abmildernd durch die Mäuse in der Korrespondenz. Das ist so wie eine rasche Erkenntnis, ein krasses für sich einstehen, ein Grenzen ziehen auch überall und jeder darf in die Selbstverantwortung gehen. Nichtsdestotrotz ist es hier in der Mitte so, dass das Außen eine große Rolle spielt. Die Umstände, die wir nicht kontrollieren können, die Sachen, die wir nicht in der Hand haben. Die Veränderung ist für uns sehr zum Positiven. Die gibt Halt, die gibt Energie,
die gibt gute Entscheidungen. Ich sehe hier auch viele Entscheidungen am finanziellen Bereich, gerade da, wo es jetzt darum geht, Arbeit, Beruf, häusliche Themen, Finanzen, die aus dem häuslichen Bereich kommen, mit einer raschen Erleichterung aber auch. Hier kann es sogar sein, dass es mal im Bereich der Freundschaften rappelt, ne? Weil da irgendwelche Gefühle sind, die vielleicht auch nur getriggert werden. Aber hier ist sehr viel Emotionalität und hier möchte man sich nicht immer wieder von dem guten Kurs runterschubsen lassen, den man eigentlich fährt, sondern man möchte seine Herzensangelegenheiten in den Griff kriegen. Man möchte sein gutes Fundament hochhalten und man möchte seine Energie für seine Dinge einsetzen, für seine Arbeit oder auch für etwas, was eine Zusage braucht, ne? Hier sind Entscheidungen, die betreffen auch das Gegenüber. Das Gegenüber liegt an sich im Haus der Entscheidungen drin und hier ist es so, dass alles, was das familiäre Umfeld mitbringt, mit einspielt. Also Situationen, die sich verändern, wo alle Beteiligten sich irgendwie mitdrehen. An sich viele Entscheidungen oder Möglichkeiten, neue Wege zu gehen. Und etwas in Bewegung zu bringen, das einem einfach emotionale Stabilität wieder mehr mitbringt. Okay. Wenn ihr hier in irgendwelchen Situationen seid, wo ihr in Trennung seid oder wo sich Menschen bei euch nicht mehr melden, also nicht irgendwelche Menschen, sondern gegenüber, wo so Kontakte sind, die einfach unterbrochen werden, dann habt ihr hier das neue Aufeinanderzugehen. Aber auch da wird man feststellen, dass so etwas, was einen emotional in die Blockade bringt, dass wir das gar nicht mehr wollen. Und das ist sehr passend, was sich hier rumgedreht hat. Hier darf man Dinge zu Ende bringen, ne? Hier darf man mal was durchziehen und man hat es vielleicht in der Vergangenheit schon mal versucht und hat dann wieder gestoppt, weil alles andere wichtiger war. Aber hier ist tatsächlich mal dieser Weg, wo man was durchzieht, ne? Die Vorstellungskraft ist wichtig. Wie würde man sich fühlen, wenn man tatsächlich mal seine Wünsche durchsetzen könnte? Wir sind ja hier sehr verstärkt damit unterwegs und hier ist noch Versuch mal etwas Neues, ne? Man weiß erst dann, wenn man anders reagiert, ob es sinnvoll ist, ob man es kann oder ob es tatsächlich ein guter Weg ist. Wir schauen noch das Orakel der Fülle. Vorstellung und Visualisierung sind hier in den nächsten 2 Wochen ganz wichtig. Man kann alles visualisieren und irgendwann wird es Wirklichkeit. Und es ist wichtig, dass wir konstant daran glauben, dass wir zum Beispiel sehen, wie gesund wir sind, wie positiv alles ist, was alles schön ist oder voller Segen. Und genau das werden wir dann erfahren. Spannend, spannend. Hoffentlich bin ich nicht dabei. Doch im Prinzip ist es zwar viel los, aber es ist eine schöne Legung. Wir haben die Sonne in unserem eigenen Haus, die Wahlmöglichkeit und auch das Grenzen ziehen und sein eigenes in den Vordergrund stellen. So, Achtung, das kleine Kind und die Beziehungsthemen. Ja, das passt eigentlich sehr gut, denn bringe etwas zu Ende, versuche etwas Neues. Das ist ja so wie ein Neubeginn.
wo man mit Neugier wieder an etwas rangeht oder etwas anderes ausprobiert. Es können auch Kleinigkeiten sein. Es ist wichtig, dass wir hier unvoreingenommen sind und dass uns das interessiert, was wir machen, dass wir vielleicht auch hinter irgendwas die Pädagogik sehen oder den Lernfaktor. Und es ist so auch ein bisschen wie etwas Neues auf die Welt bringen oder auf die Erde, das sehr stark mit dem Thema Verbindlichkeiten, Beziehungen zu tun hat. Wir nehmen noch ein Krafttier, würde ich sagen. Und da ist gefallen die Heuschrecke mit dem Thema Entwicklung. Hier ist es schon so, dass wir die Weiten erkennen, die Weiten des Kosmos, die Möglichkeiten eben, und dass wir mit einer spielerischen Energie einen neuen Energiefluss auch anziehen und auch ungeahnte Räume uns öffnen. Ja, und wenn die Heuschrecke ins Leben kommt, so zeigt sie neue Wege auf, offenbart ungeahnte Möglichkeiten. Man kann sich auf dem Rücken von der mittragen lassen. Hier sind auch die schöpferischen Kräfte sehr verfügbar. Die guten Energien liegen ja auch in unserem Haus drin. Sich etwas zu erarbeiten oder umzusetzen. Da gibt es Fortschritt, es geht etwas nach vorne. Und es ist wirklich so, dass wir die Impulse, die wir haben, auch in die Tat umsetzen sollen, damit wir Fortschritte machen. Das zeigt sich hier ja auch. Und es geht darum, durch das, was man hier neu beginnt, sich einer neuen Möglichkeit der Fülle auch zu öffnen oder auch der Erfüllung. Wunderbar, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir nehmen noch eine Karte von meinen. Lass dich nicht klein kriegen, steh wieder auf. Ne? Also nicht liegen bleiben, wenn etwas ist. Ja, und jetzt schon wieder der Neuanfang. Etwas Neues auf die Beine stellen und fokussiert darauf sein, dass man seine Herzensangelegenheiten durchsetzt, umsetzt und die Richtung so hat, dass man selber gut stehen kann. Was haben wir von den Kraftorten noch? Die Berghütte, ne? Da ist es schön, da lohnt es sich hochzuklettern, auszuruhen. Möglicherweise ist auch irgendwo ein Ziel oder eine Unternehmung, die auf einem Hügel ist, oder die Berge sind an sich die Energiequellen hier, die uns nähren könnten, oder die Vorstellung, das Ambiente davon. Mir kommt da sofort in den Kopf, man wandert und irgendwann ist man am Ziel und genießt da sein Vesper und macht eine Pause, genießt die Natur und so weiter und geht dann gestärkt den Weg zurück. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Ich drücke euch bis bald.